Jetzt hatten Sie schon als eine Variante selber ja erwähnt, ne? Sie stehen dann früh um 7 oder wann auch immer vor der Türe, vielleicht sogar an verschiedenen Orten. Da ergeben sich jetzt verschiedene Fragen für uns. Also der eine Themenkomplex ist ja generell, also was darf der Fahnder dann überhaupt? Wie läuft das ab, diese Fahndung? Welche Rechte habe ich jetzt als Steuerpflichtiger, bei dem die Fahndung durchgeführt wird? Und wir haben natürlich immer noch den speziellen Fall, der Sebastian hat es ja erwähnt, viele unserer Mandanten sind jetzt im Ausland. Das heißt, dann würde ja in vielen Fällen wahrscheinlich bei jemandem gefahndet, der nicht selber der Steuerpflichtige oder der Beschuldigte ist in dem Fall. Und da wäre interessant einfach zu wissen, wie unterscheiden sich dann dort die Rechte dessen, bei dem durchsucht wird, und natürlich auch vielleicht die Rechte des Fahnders in dem Fall, dass eine Durchsuchung stattfindet bei einem Nicht-Beschuldigten. Herr Krämer, bevor Sie da antworten, genau, ich will vielleicht noch mal kurz da was zu sagen. Also ein Fall, den wir hatten, war, dass der Steuerpflichtige mit seiner Familie nach England umgezogen war, also und tatsächlich auch in England gelebt hat. Die Kinder sind dort zur Schule gegangen. Und der war in Deutschland nur noch zu Besuch. Ich würde jetzt sagen, an weniger als 50 Tagen pro Jahr. Es war jetzt aber eben leider in der Tat dummerweise so, dass in der Einliegerwohnung bei der Schwiegermutter in Deutschland noch eine Wohnung vorhanden war, wo auch deren Sachen drin standen, inklusive Computer und so weiter und so fort. Ja, und natürlich dann war ganz klar, dann wurde hier ein Lebensmittelpunkt in Deutschland konstruiert. Ja, dann kam es eben zu dem Fall, weil eben der betroffene Mandant hatte eben ein Unternehmen in Deutschland. Es gab eine vergraulte Mitarbeiterin, die hat ihn dann angezeigt, hat gesagt, der wohnt gar nicht wirklich in England, der wohnt da in Deutschland, da ist die Wohnung, da ist die Einliegerwohnung und so weiter und so fort. Und dann eben nichts ahnt, wie gesagt, der Mandant war in England, nichts ahnt, taucht da eines Morgens dann die Steuerfahndung auf bei der älteren Dame, der Schwiegermutter, ja, und fängt da an, die Bude auf den Kopf zu stellen. Ja, also da haben wir ja immer dieses klassische Verhältnis von, bei wem durchsuche ich, das ist auch, muss auch ganz klar geregelt sein. Also es läuft nicht so, dass das Amt, also Durchsuchungsbeschluss stellt ja das Amtsgericht auf, weil wir einfach in Deutschland haben, da guckt ein Richter drüber. Ob die dann immer im Einzelfall so drüber gucken oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Aber Richtervorbehalt muss der Richter eben freigeben, den Durchsuchungsbeschluss. Und dann ist ganz klar, ob ich das eben habe bei einem Beschuldigten oder bei einem Dritten. Gibt es auch 102 StPO ist der Beschuldigte, 103 StPO ist der Dritte, und das unterscheidet sich auch. Wo unterscheidet sich das insbesondere bei den Voraussetzungen, wann ich durchsuchen darf? Weil ich darf nicht einfach sagen, ja, ich hätte mal gerne Lust, ich würde mal gerne beim Herrn Müller vorbeischauen. War ich schon lange nicht mehr. So funktioniert das zum Glück nicht. Sondern beim Beschuldigten reicht halt die Möglichkeit aus, dass ich da sage, okay, ich finde, also ich habe gewisse Anhaltspunkte, da besteht die Möglichkeit, dass ich dort eben den Beschuldigten auffinde, weil ich ihn zum Beispiel befragen möchte oder sonstiges, oder dass ich da Beweismittel finde. Und beim Dritten brauche ich eben ein bisschen mehr. Also ich brauche bestimmte Tatsachen, die vorliegen, dass dort auch was gefunden wird. Weil sonst könnte ich ja sagen, gut, ich habe ein Strafverfahren, habe ich eingeleitet, ein Ermittlungsverfahren gegen den Steuerpflichtigen A. Dann schaue ich mal bei allen seinen Freunden und Bekannten vorbei, ob da eventuell irgendwas sein könnte. Kann ja sein, dass da eine Aktentasche von dem liegt. Nee, dann muss ich sagen, okay, dass diese Aktentasche dort aufgefunden wird, leitet sich aus den Tatsachen ab, und dann darf ich auch beim Dritten reingehen. Um auf Ihr Beispiel, Herr Sauerborn, wieder zurückzukommen, da ist eine Einliegerwohnung. Also, dass da was vom Beschuldigten drin ist relativ offensichtlich. Woher wissen die das? Weil es eben eine anonyme Anzeige gibt, dass die sagen, gut, dort ist eine Einliegerwohnung, dass da nicht alles ganz richtig läuft. Dann sagen die, gut, ich gehe aber nicht zum Beschuldigten, weil der ja da nicht da ist, sondern das ist ja im Endeffekt die Schwiegermutter als Dritte, als Unbeteiligte. Und dann durchsuche ich bei ihr, um Sachen vom Beschuldigten oder dem Beschuldigten selbst aufzufinden. Das ist dann im Endeffekt der große Unterschied, die Voraussetzungen, dass eben die Latte, wenn ich zum Beschuldigten gehe, natürlich sehr viel niedriger ist als bei dem Dritten, weil natürlich auch der Eingriff sehr viel höher ist, weil wenn jemand zu mir nach Hause kommt und will was von wem anders suchen, sage ich, wieso, das ist meine Wohnung, ihr habt da erstmal gar nichts verloren. Das ist einfach die Begründung, und da steht auch in dem Durchsuchungsbeschluss drinnen, den auch die Beamten dann dabei haben und der auch vorgezeigt werden muss.